In diesem Video zeige ich euch, wie man mit 6 Zeilen Code das Konzept und die Grundarchitektur des neuen Microsoft Flight Simulators nachstellt. Und ich starte gleich hier in meinem Visual Studio. Ich mache ein neues Projekt. Ich sage eine Blank Universal Windows App. Gebe der einen Namen. Create. Okay. So, wir haben hier die Main Page. Das ist der Hauptscreen. Ich habe einen Grid und hier füge ich einfach ein Map Control ein. Muss. So. Dann gehe ich in den Code Behind, in die Klasse, zu dieser Page. Hier ist der Konstruktor, der Code, der läuft gleich beim Starten, also beim Erzeugen der Klasse. Ich muss im Screen selber, im XAML, muss ich diesem Map Controller noch einen Namen geben. Map Outside View. Gehe wieder rüber ins C#-File. Hier habe ich gebe der Map einen Style, und zwar Arial 3D. Dann definiere ich eine Ausgangsposition. Ich gebe dem Ganzen dem Flugzeug, der Kamera, die sich eigentlich da bewegt, eine Altitude von 500 Meter. Ich setze den Breiten- und den Längengrad in eine schöne Gegend südlich von Zürich. Gut, dann kommen wir schon zum Game Loop, while true, also immer Lupe hier zwischen diesen zwei Klammern. Was wir jetzt tun, wir bewegen die Location der Kamera langsam von Süd nach Nord. Dazu müssen wir einfach den Breitengradwert erhöhen. Wir wollen uns bewegen mit 150 Knoten, weil ein Knote, eine nautische Meile, eine Bogenminute ist und wir hier Grad haben, muss ich diesen Wert mal durch 60 teilen, weil die 150 auch pro Stunde sind, wir ja aber pro Sekunde rechnen wollen, muss ich es auch durch 3600 teilen. Und weil wir 20 mal diesen Loop machen werden, muss ich es ebenfalls 20 mal durch 20 noch teilen. So, damit schieben wir bei jedem Durchgang den Breitengrad um das entsprechende Maß nach Norden. Was wir nun brauchen, ist eine Map Camera. Camera, Live, New. Und hier kann ich nun bereits diese Location einsetzen. Ich kann auch, wenn man sieht, wir haben hier eine Variante der Map Camera mit Heading, Pitch, Bank und einem Zoom-Wert. Ich sage, das Heading ist 0. Ich sage, die Pitch ist 90, weil 0 ist gerade nach unten, Bank wieder ist 0 und das Field of View ist 50.
Damit bauen wir eine sogenannte Map Scene. Create from Camera. Und dann kommen wir schon zum Map Control. 3 Set Scene. Sync. Es gibt eine Möglichkeit, die Art der Animation zu steuern. Ich wähle da eine lineare Bewegung von Position zu Position. Und dann hätten wir das schon. Ich nehme jetzt das raus in eine eigene Methode. Extract Method Run. Was wir noch jetzt tun müssen, ist die Zeit, die bei jedem Loop gewartet werden muss. Damit steuere ich die Rateansicht an. Wir setzen das auf 50 Millisekunden, das gibt dann einen 20 Durchläufe pro Sekunde. Auf diese soll er warten. Gut, das ist jetzt die App. Ich baue und lasse laufen. Das ist alles, was es braucht, damit wir ein Fenster kriegen, wo wir von Süden nach Norden über Zürich fliegen. So sieht das aus. Diese Architektur, was wir hier haben, ein Bing Map Control, welches aus der Cloud laufend die Daten lädt, die es braucht, entspricht der Architektur des neuen Microsoft Flight Simulators. Ich habe hier 37 bis 45, 8 Zeilen Code. Und wenn ich diese Hilfsvariablen hier noch auflöse, die Szene auch, dann sind wir auf läppischen 6 Zeilen Code. Das ist die Basis. Auf dem bauen wir jetzt auf und mit dem ganzen Rest verbessern wir das Bild, das sich bereits mit diesen simplen Programmchen hier ergibt. Alles weitere ist nur eine Verbesserung von dieser Ausgangslage aus. So, das war's mal, um einen kleinen Eindruck zu geben, wie einfach und wie bestechend dieses Konzept mit dieser Cloud, mit einer Cloud im Backend als Landschaftsteillieferant, eine Flug-App damit zu bauen ist.